Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt für euer Projekt bzw. eure Größe, durchgezählt teilbar durch 6 plus 7, beginnen wir nun mit Reihe 1 und 3 Steigeluftmaschen. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen und zählen als erstes Stäbchen, Umschlag und in die nächsten 5 Maschen jeweils ein Stäbchen häkeln. Sodass wir optisch 6 Stäbchen haben. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in der danach oder ab der danach 5 Stäbchen in die nächsten 5 Maschen. Eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ab der zweiten Masche in die nächsten 5 Maschen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und so nun jetzt immer die ganze Reihe bis zum Ende. 5 Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche freilassen, 5 Stäbchen, eine Luftmasche, eine Masche freilassen und so weiter und so fort. Und am Ende der Reihe eine Luftmasche, eine Masche freilassen und in die letzten 6 Maschen jeweils ein Stäbchen häkeln, sodass wir optisch Anfang und Ende gleich haben. 5 Stäbchen in die nächsten 5 Maschen und das letzte und 6. Stäbchen kommt in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in die zweite Masche von unten angezählt. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt mit 3 Steigeluftmaschen und einem Stäbchen in die gleiche Masche, wo die Steigeluftmaschen rauskommen. Dies soll dann ein halber Fächer darstellen. 2 Luftmaschen und nun in die Mitte der 5 Stäbchen eine feste Masche. 2 Luftmaschen und in das Loch um die Kette stechen und 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle häkeln. 2 Luftmaschen, ins mittlere Stäbchen der 5 eine feste Masche, 2 Luftmaschen und in das größere Loch um die Kette herum 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle. 2 Luftmaschen, ins mittlere Stäbchen eine feste Masche, 2 Luftmaschen und in das nächste Loch um die Kette herum 3 Stäbchen. Und so die restliche Reihe. 2 Luftmaschen, ins mittlere Stäbchen eine feste Masche, 2 Luftmaschen und um die Kette herum ein Fächer aus 3 Stäbchen.
Und am Ende der Reihe 2 Luftmaschen in das letzte Löcksken, einen Fächer aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, ins mittlere Stäbchen eine feste Masche, 2 Luftmaschen und in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in die zweite Masche von unten angezählt 2 Endstäbchen häkeln, so dass wir Anfang und Ende gleich haben. Das war Reihe 2. Reihe 3. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen in das nächste Stäbchen, ein Stäbchen und ein Stäbchen um die Kette herum, so dass wir optisch 3 Stäbchen haben. Eine Luftmasche und nun ein Stäbchen um die Kette herum vor der nächsten Gruppe, dann jeweils ein Stäbchen über die nächsten 3 Stäbchen und ein Stäbchen nach der Gruppe um die Kette herum. So verschieben wir jetzt diese 5 Stäbchen um einen Teil nach rechts. Eine Luftmasche rüber um die Kette vor der nächsten Gruppe, ein Stäbchen über die nächsten 3 Stäbchen, jeweils ein Stäbchen und ein Stäbchen nach der Gruppe um die Kette herum, sodass wir optisch auch hier 5 Stäbchen haben. Eine Luftmasche, ein Stäbchen um die Kette vor der Gruppe, jeweils ein Stäbchen über jedes Stäbchen und ein Stäbchen nach der Gruppe. Also eine ganz leicht zu merkende Reihe, sodass wir optisch wieder 5 Stäbchen haben. Eine Luftmasche, ein Stäbchen um die Kette vor der Gruppe, jeweils ein Stäbchen über jedes der 3 Stäbchen und eins danach um die Kette. Und so die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe vor der letzten Gruppe ein Stäbchen, in die Gruppe jeweils ein Stäbchen in jeder Masche, ein Stäbchen danach um die Kette herum, eine Luftmasche und am Ende ein Stäbchen um die Kette herum, ein Stäbchen in das einzelne Stäbchen und ein Stäbchen kommt in die zweite Masche von unten angezählt in die Steigeluftmaschen der Vorreihe, sodass wir Anfang und Ende wieder gleich haben. Das war Reihe 3. Kommen wir zur Reihe 4. Wir beginnen mit einer Luftmasche und einer festen Masche direkt in die erste Masche, also über die Steigeluftmaschen der Vorreihe. 2 Luftmaschen und einen Fächer aus 3 Stäbchen um die Luftmaschenkette herum in das Löcksken. 2 Luftmaschen ins mittlere Stäbchen
der Fünfergruppe eine feste Masche, 2 Luftmaschen und wieder in das größere Loch, um die Luftmaschenkette herum 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, ins mittlere Stäbchen der 5 eine feste Masche, 2 Luftmaschen und um die Kette eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Einen Fächer häkeln. 2 Luftmaschen und ins mittlere Stäbchen der 5 eine feste Masche, 2 Luftmaschen und einen Fächer aus 3 Stäbchen um die Luftmaschenkette. Und so die ganze Reihe, auch eine sehr leicht zu merkende Reihe. 2 Luftmaschen, eine feste Masche in das mittlere Stäbchen der 5, 2 Luftmaschen und ein Fächer aus 3 Stäbchen um die Kette des Glückskens. Und am Ende der Reihe in das letzte Glücksken einen Fächer aus 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in der zweiten Masche von unten angezählt eine feste Masche, sodass wir Anfang und Ende wieder gleich haben. Und das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5 und zur letzten Reihe, denn das ist die Wiederholung von Reihe 1. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen und müssen jetzt wie in Reihe 1 optisch 6 Stäbchen häkeln. Steigeluftmasche bleibt über dieser festen Masche, ein Stäbchen über oder um die Kette herum, jeweils ein Stäbchen in die nächsten 3 Stäbchen und ein Stäbchen nach der Gruppe um die Kette herum. Und dann haben wir unsere optischen 6 Stäbchen wie in Reihe 1. Eine Luftmasche, ein Stäbchen vor der Dreiergruppe, jeweils ein Stäbchen in jedes Stäbchen so haben wir dann auch wieder unsere 5, eine Luftmasche, nächste Gruppe, ein Stäbchen davor, jeweils ein Stäbchen in jedes Stäbchen und ein Stäbchen danach. Also am Anfang haben wir 6 optische Stäbchen und danach immer 5. Leicht zu merken, 1 vor der Gruppe, 1 nach der Gruppe und die 3, so haben wir insgesamt 5. Und immer eine Luftmasche dazwischen. Und so nun die ganze restliche Reihe. Und am Ende vor die letzte Gruppe ein Stäbchen, jeweils ein Stäbchen über jedes der 3 Stäbchen, ein Stäbchen nach der Gruppe
um die Kette herum. Und das letzte Stäbchen kommt in die feste Masche der Vorreihe, sodass wir optisch wieder unsere 6 Stäbchen wie am Anfang haben. Und das ist auch schon das ganze Muster, eigentlich leicht zu merken und selbst erklären, wenn man sich die Anfänge merkt. 5 Stäbchen, 2 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle, aus 2 werden 3 Stäbchen, danach eine feste Masche, dann wieder eine Fünfergruppe. Ist etwas durcheinander, aber die Konstellation kann man sich recht fix merken. Also 5, 2 in eine gleiche Einstichstelle, 3 Stäbchen, feste Masche und wieder 5.